Du kannst jahrelang versuchen, Angst, Müdigkeit und Reizbarkeit wegzukriegen und landest trotzdem immer wieder am gleichen Punkt. Warum? Weil du oft nur das Symptom reparierst, nicht die Ursache. Wenn dich Themen wie Denken, Emotionen, innere Stärke und echte Veränderungen im Leben interessieren, abonniere den Kanal und lass ein Like da. Damit hilfst du, dass solche Videos mehr Menschen erreichen. Ich heiße Friederik und heute sprechen wir darüber, wie Gedanken zu Emotionen werden, Emotionen deinen Körperzustand prägen und wie Worte zum Fernbedienungsknopf deiner inneren Steuerung werden. Erstens. Die Kette, die dein Leben steuert. Gedanke, Emotion, Körper. Seien wir ehrlich. Die meisten Menschen leben so, als würden Gefühle einfach passieren. Als wäre Angst wie das Wetter. Kommt, geht wieder. Aber oft ist Angst keine Wetterlage, sie ist ein Ergebnis. Da gibt es eine Kette, die viele nicht bewusst verfolgen. Was du im Kopf wiederholst, was du fühlst, wie dein Körper reagiert. Du denkst, ich schaffe das nicht, ich blamiere mich, die werden mich verurteilen, ich bin nicht genug. Und dein Gehirn liest das wie eine Bedrohung. Und dein Körper schaltet um. Die Atmung wird flach, der Kiefer spannt sich an, die Schultern gehen hoch, die Energie fällt ab, deine Reaktionen werden schärfer. Und jetzt der Punkt. Wir versuchen meistens nur das Ende dieser Kette zu fixen. Manche betäuben Stress mit Kaffee, Serien, Scrollen oder Aufschieben. Andere zwingen sich stark zu sein. Und viele wollen einfach mal ausruhen, aber Ruhe hilft nicht, wenn der Kopf weiter angreift. Wenn sich aber der erste Schritt, der Gedanke, nicht verändert, kommt der Rest immer wieder zurück. Deshalb liegt die echte Hebelwirkung nicht nur darin, die Emotion auszuhalten, sondern darin, die Qualität deiner Gedanken und vor allem deiner inneren Formulierungen zu verbessern. Zweitens, Worte sind nicht nur Schall. Sie sind ein Befehl an dein System. Es gibt diesen Satz, Worte nimmt der Wind mit. Okay, aus der Luft vielleicht. Aber nicht aus deinem Nervensystem. Denn Worte sind nicht nur Poesie, sie sind Anweisungen. Du sagst etwas und deine Aufmerksamkeit richtet sich automatisch dorthin. Und wohin Aufmerksamkeit geht, dorthin fließt Energie. Und wohin Energie fließt, dorthin verschiebt sich dein Zustand. Und nein, ich meine nicht toxisches, denk positiv, dann ist alles gut. Ich meine etwas Praktischeres. Es gibt Formulierungen, die Niederlage einprogrammieren, noch bevor du überhaupt handelst. Zum Beispiel, ich bin halt immer, ich kann das nie. Das liegt mir nicht. Das klappt sowieso nicht. Jetzt ist es zu spät. Mir bleiben nur noch… Damit sagst du deinem Gehirn, such keine Lösung, such Beweise, dass es schlecht läuft. Und dein Gehirn, effizient wie es ist, liefert dir genau das. Worte sind dein inneres Interface. Wenn das Interface schlecht ist, läuft das System mit Fehlern. Drittens, Erfolg, den alle sehen und Erfolg, den man wirklich spürt. Jetzt ein Thema, das viele triggert. Erfolg. Es gibt Erfolg im Sinne von haben. Messbar, sichtbar, Instagrambar. Geld, Status, Auto, Marke, Anerkennung, Reichweite, Titel. Und ja, das kann Ergebnis von Arbeit, Talent und Disziplin sein. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es gibt noch eine zweite Art. Erfolg im Sinne von Sein. Und der ist tiefer. Erfolg im Sein bedeutet, jemand ist in deiner Nähe und, du kannst nicht immer erklären warum, aber du atmest innerlich aus. Du wirst ruhiger, wärmer, klarer, sicherer. Diese Person muss nicht die reichste oder berühmteste sein, aber sie strahlt etwas aus, das Menschen eigentlich suchen. Zustand. Und hier liegt die gesellschaftliche Falle. Man verkauft uns die Idee, wenn wir genug haben, dann kommt das Sein automatisch.
Aber innere Leere lässt sich nicht mit Status, Käufen und Außenwirkung füllen. Du kannst sehr viel besitzen und trotzdem angespannt, wütend oder ausgebrannt sein. Und du kannst wenig haben und trotzdem lebendig, freundlich, ganz sein. Am besten ist es, wenn Haben und Sein sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen. Nur verwechsel es nicht. Du bist nicht deine Erfolgscheckliste. Du bist das, was in dir übrig bleibt, wenn niemand zuschaut. 4. Die Geschichte mit dem Hirten, ein Moment, der wachrüttelt. Stell dir vor, Berge, Spaziergang und du triffst einen Hirten. Keine Statussymbole, keine Show. Ein einfaches Leben, harte Bedingungen, wenige Ressourcen. Und trotzdem? Dieser Mensch strahlt Freude aus. Nicht als Maske, nicht fürs Publikum, sondern echt. Die Fähigkeit, das Leben wahrzunehmen, den Tag zu schätzen, zu lächeln, verbunden zu sein. Und plötzlich kommt diese ehrliche Frage: Wer ist hier eigentlich erfolgreicher? Der Mensch mit der perfekten Außenfassade, aber innerlich ständig im Krieg? Oder der Mensch, der äußerlich schlicht ist, aber innerlich Licht und Halt hat? Denn du lebst nicht in deinem Auto, nicht in deiner Kleidung, nicht in deinem Status. Du lebst in deinem Zustand. Und wenn innen Leere ist, sind äußere Siege oft nur kurz. Ein Aufblitzen und dann wieder das Loch. 5. Wie du dir selbst näher kommst. 3 Säulen. Okay, sei mehr du selbst klingt nett, aber wie? 3 Dinge helfen wirklich, wenn du sie ehrlich machst. Erstens, lesen. Nicht um klug zu wirken, sondern um dein Weltbild zu erweitern. Ein gutes Buch kann dir Sprache geben, Klarheit geben, neue Wege zeigen. Zweitens, Reflexion. Nicht grübeln im Kreis, sondern bewusstes Nachdenken mit Richtung. Mit Fragen die Wahrheit herausziehen. Was passiert gerade wirklich in mir? Warum triggert mich das so? Wovor laufe ich weg? Was brauche ich eigentlich? Welche Angst steckt darunter? Welche Werte will ich schützen? Drittens, Stille, Meditation. Nicht als Religion, nicht als Magie, sondern als Gehirnhygiene. Raus aus dem Autopiloten, weniger Lärm, mehr Präsenz. Und etwas, das Selbstkenntnis massiv blockiert: Selbstverurteilung. Wenn du dir ein Etikett gibst, ich bin halt so, sperrst du dich ein. Wachstum beginnt dort, wo du aufhörst, dich zu verurteilen und anfängst, dich zu beobachten. 6. Ein Wort weniger Stress. Nur noch versus noch. Jetzt ein Beispiel, das du dir merken solltest. Stell dir vor, jemand muss sprechen. Große Bühne, Druck, der Timer läuft. Und er sagt die ganze Zeit: Mir bleiben nur noch 15 Minuten, nur noch. Faktisch stimmt's, aber emotional aktiviert das sofort Mangel. Zu wenig, wird nicht reichen, ich scheitere. Und der Körper reagiert. Atmung kippt, Spannung steigt, Klarheit sinkt. Dann ändert die Person ein einziges Wort. Nicht nur noch, sondern noch. Ich habe noch 15 Minuten. Ich habe noch Zeit. Der Fakt bleibt gleich, die Wirkung nicht. Aus Mangel wird Ressource, aus Panik wird Halt. Und plötzlich denkt das Gehirn wieder klarer. Wichtig, das ist kein Selbstbetrug. Das ist eine gesunde Justierung der Sprache, damit du handeln kannst, statt auszubrennen. 7. Denken ist neu im in der Realität sein. Warum Aufmerksamkeit wichtiger ist. Wir sind so ans Denken gewöhnt, dass wir glauben, ich bin meine Gedanken. Aber wenn du ständig denkst, bist du oft gar nicht wirklich da. Du kannst neben jemandem sitzen und denken, mag er mich? Wirke ich komisch? Und verpasst alles. Oder du bist aufmerksam, hörst den Ton, siehst die Pausen, nimmst den Blick wahr, spürst den Kontext. Das ist oft viel wahrer als jedes Kopfkino.
Aufmerksamkeit ist ein Muskel. Man kann sie trainieren. Und Meditation ist ein Werkzeug, um in Hier und Jetzt zurückzukommen. 8. Ich habe keine Zeit. So startest du, ohne dich zu überfordern. Das häufigste Argument: Friederik, klingt gut, aber ich habe keine Zeit. Meine Antwort: Denk nicht in einem Frame, denk in deinem ganzen Film. 1 bis 5 Minuten Stille heute sind eine Investition. Sie kommt zurück, weil du schneller entscheidest, weniger durch Angst blockierst, seltener ausrastest, weniger Fehler machst, besser regenerierst. So fängst du an, ohne Heldentum. 1 Minute am Tag. Wirklich eine. Sanfter Timer. Augen zu. Aufmerksamkeit auf Atmung oder Körperempfinden. Gedanken kommen, du bemerkst sie und gehst zurück zur Atmung. Nicht perfekt, regelmäßig. 1 Minute werden 2, dann 5 und du spürst den Unterschied. Der Kern ist simpel. Ein Gedanke zündet eine Emotion an, Emotionen verändern den Körper und Worte sind der Hebel, mit dem du entscheidest, was du in dir anschaltest. Und echter Erfolg ist nicht nur haben, es ist Sein. Der Zustand, in dem du jeden Tag lebst. Wenn dir das geholfen hat, abonniere den Kanal und lass ein Like da. Und schreib mir in die Kommentare, welche innere Phrase löst bei dir am meisten Druck, Angst oder dieses Gefühl von zu wenig aus. Ich gebe dir 2 bis 3 Formulierungen, die dir helfen, dass diese Sätze für dich arbeiten, nicht gegen dich. Ich heiße Friederik. Bis zum nächsten Video.